Eskalation, Leute, Team Rocket Willis. Ich pack mein Leben nicht mehr, Leute, Captain ist seit 7 Stunden. Er hat eine Halskette aus massiven Goldhängen. Diese Karte ist so unfassbar selten, dass ihr die wahrscheinlich so schnell nicht mehr sehen werdet. 100 Meter lange Schlange, Leute. Ist schon geliebt, was du mit der Zahl 420 verbindest. 119,96, authentisch für 120 €, leckerer Preis. Also ich kann dir sagen, die Vorderseite ist wirklich schön. Meine Empfehlung der Slabs ist... Oh mein Gott! Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sergeant Murph. 420 Content mit den besten Leuten aus der Branche. Heute geht es zur Eröffnung von Buddy Cards. Und Buddy ist im Grunde der Samenerguss des Pokémons. Vielen Dank. Der gefragteste Pokémon-Karten-Dealer in Österreich derzeit. Sehr heißes Video. Wir starten rein. Außerdem findest du im heutigen Video raus, dann fahre ich eigentlich einen Einkaufswagen. Wir sprechen mit dem Chef von Slab und wir treffen sehr schöne, spannende Gesichter aus der Szene. Und wir treffen natürlich Buddy. Er hat eine Halskette aus massiven Goldhängen und vorne dran ist eine gegradete Karte. Wir finden heraus, welches Grading diese Karte hat. Schreibt es mal gerne jetzt gleich in die Kommentare, um zu sehen, wer richtig liegt. Wir ziehen live ewige Rivalen. Passt auf, was euch dort erwartet. Und wir fragen die Besucher, was sie mit der Zahl 420 verbinden. Schauen wir mal. Kleiner Spoiler, naja, gibt es leider nicht. Schaut euch das Video jetzt an. Also wir schreiben es 9:57 Uhr und die Schlange ist groß. Ja, die Schlange ist schon sehr groß. Die Frage ist, wie weit es geht. Oh, da hinten ist erst der Shop oder was? Oh je, ne, das wird wild. Das wird dann auf jeden Fall wild. Aber wisst ihr was? Das hat sich ausgezahlt, weil... Eskalation, Leute, Team Rocket Willis. Ich pack mein Leben nicht mehr, Leute, Captain ist seit 7 Stunden. Ich bin seit 37 da. Manche Leute sind seit 4:30 Uhr hier. 4, Entschuldige. Und ich war der 9. Und ich freue mich schon auf den Einkauf. Du bist Chef von Slab. Genau, Select Professional GmbH. Ja. Und zwar, ich hätte heute auch 3 Karten dabei zum Graden. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob du mir helfen kannst, welche ich graden lassen soll. Auf jeden Fall, ich kann dir die Einschätzung geben, wie ich die Karte sehe und welches Grade voraussichtlich dabei kommen könnte. Ich habe die 3 Karten dabei. Also erster Eindruck auf jeden Fall, sehr coole Karten, auch sehr beliebte Karten. Gucken wir uns gleich noch den Zustand an und dann wissen wir mehr. Empfehlung Pokéhash. Es wird jetzt noch dauern. Ja. Wie siehst du das vom Auto? Ja. Meine Empfehlung ist, Leiblos schauen, keine Ahnung. Ja, natürlich. 119,96, authentisch für 120 €, leckerer Preis. Ist gleich hier zum Abholen, ohne Versand, ohne Shipping, ohne Einfuhrabgaben und Zoll, Leute. Die will ich. Meinst du, die ist heute noch weg, oder? Ich? Meinst du, die ist heute noch weg? Die ist halt vom Weg, ja. Meine Empfehlung der Slabs ist, welche mir gerade war. Das ist ehrlich gesagt ein heißer Tipp, weil die Mega-Pokémon derzeit nach oben gehen. Ist zwar ein Katastrophenset, aber stilistisch ist schon ziemlich nah. Oder die Karte ist eigentlich ein Schnäppchen, ehrlich gesagt. Ist underpriced. Die Karte hier ist eine underrated Karte. Derzeit Card Market Preis sind wir auf 70 € angegradet. Das ist ein Schnäppchen. Für 9er Grading auch. Also die spannendste Karte für dich hast du gerade schon durchblieben lassen, ist diese hier. Und da schauen wir einfach mal drauf. Hast du die selbst gezogen aus dem Pack?
Der habe ich selbst gezogen aus dem deutschen Pack, ja. Nur zur Info, es heißt nicht, dass wenn man eine Karte aus dem Pack zieht, dass das direkt immer eine 10 ist. Ne? Es gibt ja auch durchaus Fertigungstoleranz in der Produktion und die werden natürlich auch berücksichtigt. Deswegen schauen wir jetzt mal einfach drauf. Also ich kann dir sagen, die Vorderseite ist wirklich schön. Keine Beschädigungen erstmal. Das Centering sieht okay aus. Also vorne gibt es eigentlich nichts auszusetzen. Im Bereich von 9 oder 10. Ja. Bei PSA. Hinten haben wir ein bisschen Centering-Probleme. Links oben ein Dot, oben rechts in der Ecke ein kleines Whitening, unten links in der Ecke ein kleines Whitening, unten rechts leider auch. Sonst keine Beschädigung, vielleicht hier noch leichte Oberflächenkratzer, aber alles nicht so schlimm. Insgesamt wäre die Rückseite für mich aber eher im Bereich von einer 8. Boah, 8 sogar. So gut muss eine Karte sein. Genau, das ist keine 10. In meinen Augen liegt mit 9 eher so 8, 9 natürlich. Kurz mal Luft schnappen. Lasst gerne kein Abo da, damit ihr wirklich alles verpasst. Und am Ende vom Video erfüllen wir noch ewige Rivalen. Deswegen bleibt gespannt, was dort passieren wird. Da stehen auch noch Preise dran, wie peinlich. So mein Favorite ist natürlich die hier, ne? Und Alter, warum der so teuer ist, Versteht keiner. bescheuert. Man muss ja sagen, wie viele Zehner gibt es davon? Also es ist ja unzählbar. Ja, und ich frage mich auch, warum diese Karte so teuer ist. Keine Ahnung. Aber ist natürlich eine wunderschöne Karte, aber sie ist natürlich nicht selten. Und deswegen kann ich mir den Preis nicht erklären. Na, das ist echt, meiner Meinung nach ist es eine 100-Euro-Karte. Schau auch, wie gedesignt der eigentlich schwache 10, ne? Aber ich freue mich über die 10, ja, tatsächlich. Ja. Darf ich noch mal fragen, Katja, was du mit der Zahl 420 verbindest? Ich habe erst gedacht, es wäre ein Getränk. Und Roland, du? 420? Warum ist das also eine Klamotte? Oder? Klamotte, ja. Leiberl? Genau. Leibern, ne? Das ist eine Pokémon-Karte, die größte kommende Karte. Was? Naja, weiß nicht immer der Poké-Ash. Nicht mal der weiß Bescheid. Wo wird die Karte eingesendet? Wird das in Amerika eingesendet oder in Deutschland? Genau, das ist in Deutschland wird die Karte angenommen, häufig. Heute in Österreich, bei Butti. Ihr könnt die uns auch senden, also ihr sendet uns die Karten zu, dann bündeln wir die und senden die dann in die USA und werden dann in den USA bewertet, kommen dann wieder zurück und landen dann bei uns. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man die Karten, wenn man sie hat und sich freut darüber, sie zum Gepult zu haben, direkt in den Sleeve und nicht erst über den Tisch rüberziehen oder rumschleudern, fallen lassen. Ey. Also wenn ihr die aus dem Pack holt, dann direkt in den Penny Sleeve und zum Graden nehmt ihr am besten keine Toploader mehr, sondern fürs Grading sind immer am besten Card Safer. Die zeige ich euch. Also das hier ist ein sogenannter Semi-Rigid Sleeve. Ja, der ist perfekt fürs Grading. Warum? Hat zwei Vorteile. Erstmal, wenn ich den hier reinpacke, kann der beim Transport nicht mehr verrutschen. Also der fällt weniger leicht raus. Und Punkt 2 ist, in der Zeit werden die Systeme bei PSA umgestellt auf automatisches Auspacken der Karten und dafür brauchen die ein gängiges Format. Das ist das hier. Semi-Rigid Sleeve. Aber ist es auch irgendwie leichter, die rauszuziehen mit denen? Gibt es da irgendwie Vorteile? Auf jeden Fall. Der Grader macht Folgendes. Er nimmt die Karte, packt sie so aus und er hat sie in der Hand. Vergleichsweise habe ich jetzt das hier. Mir hier mit dem Finger reinzugehen, ist zu gefährlich. Ich könnte die Karte beschädigen. Also muss ich vorsichtig sein. Ja, ich bin sehr vorsichtig und klopfe die Karte langsam heraus. Dann habe ich sie irgendwann in der Hand. Aber ich mache halt auch 1, 2, 3, 4 Karten auf und bin sehr, sehr vorsichtig. Sicher eine 1000-Euro-Karte aufwärts. Ich weiß aber, dass das Charizard aus der Gym-Serie relativ häufig ist und das günstigste Kloak ist. 600 Euro, glaube ich. Tatsächlich ist das Gengar, das gebannte Gengar ist ja tatsächlich die teurere und beliebtere Karte, ne? Weil wir haben ja eine gebannte Karte. Genau, weil die wurde, die wurde gebannt, weil im Englischen und es gibt die nur im Englischen. Der Grabstein. Gibt es den Grabstein nicht tatsächlich, ja. Ist die wirklich teurer als... Die ist teurer als das Kloak, ja. Ja, das ist vielleicht 800, oder? Mehr nicht. 1000 nicht. Die geht jetzt für 1500 aktuell. Echt? Ja. Die geht für 800. Aber jetzt erzähle ich noch was Krasseres, weil die krasseste Karte hast du noch gar nicht gesehen. Ist tatsächlich das dunkle Gengar.
Na guck mal, er guckt jetzt nach dem Grade. Diese Karte wurde insgesamt von PSA 7-mal gegradet. Das heißt, diese Karte, wir haben hier ein deutsches Neo Destiny Gengar in First Edition. Diese Karte ist so unfassbar selten, dass ihr die wahrscheinlich so schnell nicht mehr sehen werdet. Selbst in der 5 dann bei... Selbst in der 5, das ist eine Pop-3-Karte. Das heißt, es gibt nur 2 andere, die eine 5 haben. Die beste Karte davon gegradet ist eine 8, eine PSA 8 und die gehört mit Freund. Krass. Aber das ist tatsächlich die seltenste Karte in meiner Sammlung. Okay, ja. Aber was ist der Marktpreis? Also was tatsächlich der Verkauf Es ist schwierig, weil du findest keine auf eBay, das heißt, du findest natürlich englische, du findest aber kein deutsches First Edition auf eBay und wie gesagt, als 5 ist es eine Pop-3-Karte. Was ist das Wissen, was rein muss, was gesagt? Das ist schon sehr spezifisch. Also Neo Destiny First Edition Deutsch sieht man fast gar nicht. Keiner hat sowas hier zu Hause. Wir sehen ja hier zum Beispiel, die Karte ist aus dem Jahr 2002. Da war leider der Hype um Pokémon gar nicht mehr so extrem oder sehr am Abflachen und deswegen hat sich keiner Sealed was zu Hause hingelegt. Und es Bestand? gibt, du findest kein Sealed. Findest unbekannt. Gibt's nicht. Unbekannt. Du findest mal, wenn du Glück hast, ein First Deutsch, mal einen Booster, aber die sind auch super teuer. Aber es hat keiner Sealed Boxen. Du findest keine. Siehst du eine Wertsteigerung dann bei der Karte? Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich die einschicken würde, jetzt bei PSA oder? Das auf jeden Fall. Also alles im Bereich von 9 ist eine Wertsteigerung, mit 10 auf jeden Fall Wertsteigerung. Bei neuen Karten, wenn es drunter ist häufig auch der Raw-Preis, den man da vergleichen kann. Bei Vintage-Karten muss man das immer individueller betrachten, je nachdem welche Vintage-Karte und welches Grade dabei rauskommt. Okay, spannend. Danke. Vielen Dank. Sehr geil. Können wir die auch dazu machen? Ja. Dann bist du jetzt nämlich bei den Uniques dabei. Weil es gibt nur 5, die rot unterschrieben sind, alle anderen sind schwarz. Vielen Dank. Danke dir. Erste Einschätzung, Eröffnung? Krass. Also wirklich krass überwältigt. Leute, es ist ratzeputze voll. Es geht bis nach hinten in die Straße. 100 Meter lange Schlange, Leute. Ist wurde geliebt, PS1. Rein da. Oder warte, ich stell's dir rüber, auf die andere Seite. Geil! Pandemon. Geil! Stabil. Mach mal so schön. Du hast Mewtwo? Ich will jetzt auch Mewtwo. Aber das Hit Mewtwo, nicht dieses Schwangere. Wir wollen das Hit Mewtwo. Darf ich euch eine andere Frage noch stellen? Ja. Was verbindet ihr mit der Zahl 420? 420 gibt es bestimmte Videos auf YouTube, wo danach einer Nice sagt. Davon kenne ich das. Und du? Jetzt was du sagst, ja auch. Do you have the time? 420. Nice. Ja, das Video 420. Nice. Langsam da. Sehr schöne Karte. Geil! Das ist YouTube, Mann! Crazy. So, ready? Leg's ganz vorsichtig hin. Nice. Zweite. Hat sich auf jeden Fall ganz schön herzlich Was? Geil. Deutsch. Wenn du jetzt noch dabei bist, bedeutet das, dass du auf dem richtigen Weg zu mehr Leichtigkeit bist. Deswegen abonniere auf gar keinen Fall jetzt diesen Kanal. Damit verpasst du nämlich den besten 420-Content. Und wenn die Karten von PSA zurück sind, mache ich auch ein Unboxing-Video, um zu sehen, welches Grading wir erhalten haben. Bis zum nächsten Mal, euer Sergeant. Achso, liken dürft ihr aber. Also lass jetzt ein Like da.